sexy. Es riecht wohl nach Fisch. Ich hab das Falsche bestellt. Heute mal etwas ungewohnt nah bei uns. Und zwar in Detmold gibt es ein kleines Streetfood-Fest. Hier im bewölkten Lippe. Ah, unsere Heimat. Das wäre echt mal eine gute Alternative, weil dann müssen wir nicht jedes Mal so weit fahren. Und wenn diese Food-Festivals auch ein bisschen so in die kleineren Gegenden kommen, dann hat jeder was davon. Ne? Nicht jeder lebt in der Großstadt. Ne? So wie ich ihn kenne, wird er wahrscheinlich wieder irgendwo Donuts gefunden haben und schon in irgendeiner Ecke sitzen und essen. Aber das waren nur 4 Donuts. Ah, der ist voll fett und isst Donuts. Sie lacht über mich, weil ich fett bin. Wir werden das als erstes essen. Wie wird das auch schon? Putin? Putin, ja. Putin? Putin. Was für ein Nationalgericht soll das sein? Kanada. Also soll wohl ein kanadisches Nationalgericht sein. Wir wären nicht fett, wenn wir es nicht geil aufpimpen würden. Einmal bitte die fucking Hot Sauce. Lecker. Das Internet wird gespammt mit Putin. Überall, wo ich gucke, ist Putin. Putin ist von Kanada hier rüber gekommen anscheinend. Ich probiere es jetzt zum ersten Mal. Es sieht ein bisschen anders aus, wie es im Internet aussieht. Normalerweise sind das so Mozzarella-Fädchen. Hier haben die stattdessen eine Mischung aus Mozzarella und Cheddar genommen. So das helle und das gelbe. Ist ein bisschen würziger. Für alle, die es nicht wissen, Poutine sind Kartoffeln mit Käse und Bratensoße. Probieren wir erstmal den Klassiker. Boah, das ist geil. Ich weiß nicht, ob es an der Kombination liegt oder daran, dass das richtig frische, selbstgemachte Kartoffeln sind. Guckt euch die mal an. Fucking Hot Sauce. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Boah, richtig schöne Soße. Das ist wie so eine Chili-Mayonnaise. Also so ein bisschen cremig, aber gut scharf. Aber richtig, richtig lecker. Also ich kenne das bisher noch gar nicht. Habe auch noch nie was davon gehört. Aber ich glaube, ich bin eher dieser fucking Hot Sauce-Typ. Wow. Yes. Hot Sauce. Also die Hot Sauce kriegt von mir auf jeden Fall 10 Punkte. Poutine ist voll lecker. Hol mal noch so einen Becher von dieser Soße. Oh, hier gibt's Reisö. Nice! Was bedeutet Reisö? Ist das einfach ein Name Reisö? Weißt du? Ja. Okay, also wir sagen mal, es ist japanisch für Reis. Oh, nice. Ist Reisü. Ich glaube, die hat hier was auf Japanisch geschrieben, oder? Guten Appetit oder so. Ja, das heißt Chengteng-Seng-Tekapong. Genau. Memo kein Japanisch. Er hat viel mit japanischen Leuten zusammengezockt. Für alle Hater, die jetzt sagen, ey, das ist kein Japanisch. Japanisch heißt das Itadakimasu. Ich bin vorbereitet. Also ich habe gerade eine Kartoffel erwischt und das war gut. Aber ansonsten braucht man sich nicht viel erhoffen. Es ist gerade keine kulinarische Weltreise. Oh, mal japanische Vorfahren würden sich im Grab umdrehen, ne? Das ist Schande für die Familie. So Leute, nachdem das japanische Curry uns gerade ein bisschen enttäuscht hat, sind wir auf der Suche nach was anderem Japanischen. Wir müssen ja die Lücke füllen. Da haben wir hier gefunden Okonoyokomani Yaki. Nawasaki, Honda, Suzuki. Boah, das ist gar nichts für mich. Shit, ich hab das Falsche bestellt. Das sind japanische Pfannkuchen, ne? Die haben so Soßen drauf, dekoriert mit Seegras und dieses Pulver hier ist getrockneter Thunfisch und dann gerieben. Riech mal. Ja, musst du essen jetzt. Es riecht wohl nach Fisch. Alle Leute, die mich kennen, die wissen, ich kann das nicht. Das riecht so stark nach Fisch, ich kann das nicht essen. Deswegen esse ich von dem unteren Pfannkuchen hier.
Sehr salzige Spaghetti-Pfannkuchen. Ist aber leider wirklich nicht meins. Hier, probier du mal. Was? Das ist Meerrettich? Ja. Das sah aus wie Lachs. Ja. Du darfst meine Playstation haben. Das ist komisch, aber nicht schlecht. Also es schmeckt besser, als es riecht. Mein Favorite wird's jetzt nicht. Also mehr als eine Gabel gebe ich diesem Essen nicht. Vorspeise, großer Meister. Oh, arigato. Ich sag's euch, geiler Scheiß. Oh, Dankeschön. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Wenn ihr was bestellt oder irgendwo seid und die euch eine Kostprobe geben, dann wisst ihr safe, es schmeckt gut, weil niemand gibt dir eine Kostprobe, wenn es nicht gut schmeckt. Jetzt müsste ich Memos. Oh, geil. Das ist wie, als wenn du nach Gold gräbst. So Nuggets, Alter, Gold Nuggets. I can hear it calling in the air tonight. Oh Lord. Geiles Hähnchen. Aber ich will weiter essen. Das war kein Schlussplädoyer. Voll assi. Alle warten auf ein Ende. Ich warte auf ein Ende. Ich bin dran. Oh, was ist das? Das ist ein Stück Brot mit voller Soße. Warum hast du mir das nicht gesagt? Jetzt alles zusammen. Meint ihr, ich krieg das rein? Nicht Spoiler. Easy. Nur eine Seite. Früher immer so Challenges gemacht. Wer mehr abbeißen kann, wer mehr im Mund kauen kann. Ich glaube, das war schon vorbestimmt, dass wir so Fresstouren machen, oder? Oh shit. Was hast du da für uns gemacht? Trüffelpommes mit so einer Lammsalami mit dabei, mit Trüffel und so. Lammsalami. Dankeschön. Kleinen Spoiler, ich war gestern schon mal hier. Hab das hier schon mal gegessen. Und dachte, Taifun sollte das auch probieren. Und das ist auf jeden Fall richtig empfehlenswert. Also das ist hammer lecker. Das ist frittiertes Hähnchen mit Sesam in so einer Knoblauchsoße mit Parmesan oben drauf. Salat für die Frische. Hammer-Kombination. Und der Verkäufer, den ihr eben gesehen habt, der hat gesehen, wie wir auf dieses Essen abgegangen sind und hat uns aufs Haus noch seine Trüffelpommes gegeben. Diese Soße, ne, in Verbindung mit seinem Parmesan, ist der Hammer. Ich kann meinen Take nicht abwarten, sorry. Hast du auch einen Löffel oder eine Schaufel? Ich hätte nicht gedacht, dass Trüffel und Parmesan so gut harmonieren. Wir haben noch mal nachgefragt, ob er auch ein Restaurant betreibt, aber anscheinend ist er nur bei Festivals und solchen Events. Merkt euch sein Gesicht, wenn ihr ihn seht, holt euch das Hähnchen oder wenn ihr nicht auf Hähnchen steht, dann die Pommes. Ihr solltet mal vorbeikommen. Ganz ehrlich, das ist der Hammer. Wenn man Leute sieht, die hier ihr Essen zubereiten mit so einer Liebe, solche Mischungen zusammenbauen mit Soßen und Zutaten und allem, Geil. dass solche Geschmäcker rauskommen, das ist das Das Ziel. ist Kunst. Das ist der Picasso für uns. Leute, ihr kennt meinen Instagram-Account. Wenn ihr irgendwo in eurer Stadt ein Streetfood-Festival habt, sofort Bescheid sagen. Sofort. Wir sind am nächsten Tag da oder gleich am selben Tag, wenn wir nicht schon an einem anderen Streetfood sind. Der Espresso Tonic ist Tonic Water, da kommt ein Eiswürfel rein und dann kommt der Espresso oben drauf.
Möchtest du so eine Flatbite machen? Lecker Espresso mit Milch. Ich überlege so, es rattert die ganze Zeit. Womit kann ich das vergleichen? Nein, kannst du nicht. Zuallererst, ich bin davon ausgegangen, dass das heiß ist. Es ist aber eiskalt hier. Der Schaum ist richtig dick. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist richtig fester Schaum. Ja, wir können es sehen. Also, ich kann den Hintergrund verstehen. Das Tonic Water nimmt das Bittere von dem Kaffee weg. Es ist nicht mehr bitter. Es ist sehr frisch. Ihr könnt es euch vorstellen, als würdet ihr einen Schluck Kaffee trinken und einen Schluck Sprite. Und dann in eurem Mund mischen. So ungefähr kommt es hin. Ich muss eine Sache sagen, bevor ich anfange. Das letzte Mal Tacos habe ich in LA gegessen, im Taco Bell. War nicht so geil. Ich hoffe, ich werde dieses Mal nicht nur enttäuscht, sondern geflasht. Er hat ein bisschen zu sehr beladen. Oh shit! Ja. So habe ich mir das vorgestellt. So Leute, ich bin dran mit dem Taco. Ich habe ihm zugeguckt und habe ein bisschen was dazugelernt. Ich nehme den Teller einfach näher zu meinem Mund. Ihr wisst, Genius. Das einzige Problem ist nur, ich sehe meinen Taco nicht. Ah, okay, ich glaube, ich habe hier was. Geil. Fucking lecker. Das ist richtig lecker. Es ist so ähnlich wie mein Burrito in London. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt schnell. Nur ohne den Reis. Richtig, richtig gut. Also, das Hähnchen-Taco ist auf jeden Fall empfehlenswert. Frittierter Teig, Eiscreme, Schokosauce, Oreos und Erdbeeren. Mir wird schwindelig. Das Ding bringt mich ins Grab, aber ich hole mir noch einen. Ich esse das Ding noch. Danke fürs Zusehen.